Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute nochmal ein kurzes Video mit dem Thema Silber bricht wie angekündigt aus. Disclaimer. Wie vor 3 Tagen in unserem Video angenommen, steigt Silber diese Woche stark an. In 4 Tagen $2 auf 24,76. Niemand kann vorhersagen, dass der Anstieg jetzt sich unauffällig fortsetzt oder eine letzte starke Wirkung von Kartellen noch verübt. Dennoch sind wir, was die Daten betrifft, über die kommenden Monate weiter optimistisch. Junior Penny Gold Aktien verhalten sich ebenfalls positiv und wir erwarten, dass sie im laufenden steigenden Trend mehr und mehr Fahrt aufnehmen, bis unser erstes $1-Ziel erreicht wird. Die Bedeutung dieser lebensverändernden Chance kann nicht hoch genug betont werden, weil so wird es uns sehr selten im Leben vorkommt, aber real in diesen Fällen stattgefunden hat. Ja, kann natürlich auch ein Glückstreffer sein. Nichtsdestoweniger, wir wussten, es ist ein riesiger Druck drauf. Die können natürlich auch nochmal das jetzt mal drücken, gerade vielleicht zum Freitag, who knows, wird man sehen. Aber alles deutet darauf hin, dass unsere These stimmt, dass Silber Richtung $30 bis $40 im ersten Quartal nächsten Jahres steigt. Ja, hier nochmal ein angehender Silber- und Goldproduzent aus den USA, Kanada und Peru. Die haben ihr Vorzeigegrundstück, ist das Projekt Maverick Springs auf 4.800 Acres. Ist in der Nähe des Carlins-Trends, also wo sehr viel Gold historisch produziert worden ist. Dann haben sie eben noch 4 weitere Projekte. Lucero umfasst 10.000 Hektar. Dort wurde gerade so hochgradige Entdeckung gemacht. Das sehen Sie auch hier, 7 Gramm pro Tonne Gold und 916 Gramm pro Tonne Silber. Also Sie haben eine Ressourcenschätzung abgegeben, allerdings Low-Grade mit 175 Millionen Unzen Silber, Low-Grade und eben Gold 1,35 Sekunden. Das Interessante ist, es ist eben 5 Millionen Dollar, absolut winzig bewertet, natürlich dementsprechend das Risiko hoch. Nichtsdestoweniger, wir wollen ja auf solche Projekte hinweisen, es sind keinesfalls eine Käuferempfehlung, ist einfach die große Diskrepanz zwischen den Ressourcen, die sie haben, und der Marktkapitalisation. Meiner Meinung nach ein Unternehmen, das man sich mal ansehen sollte, aber eben auch nur mit sehr, sehr großer Vorsicht, aber einfach mal der informativer. Also die nenne ich, sag ich mal, auch Gamble- oder Lotterietickets sozusagen. Ja, generell nochmal zu Gold. Wir erwarten ja, dass es vielleicht Richtung $8.500 steigt, analog der 1980er Jahre oder 1970. Das ist immer auch immer von einem Jahr äh, von circa $200 auf $850 gestiegen. Und das Ähnliche könnte passieren. Gut, wir orientieren uns eher an die Statisten, die eben auch 2.500 ungefähr angeben für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, was natürlich zu einer Goldaktienrallye führen würde. Ja, also was liegt vor uns? Eben der Anstieg von Gold und Silber, moderater Anstieg, noch nicht extremer. Das führt allerdings dann in der Vorphase schon, das war in der Vergangenheit wie hier auch so, zu einem exorbitanten Anstieg der Goldaktien, in dem Fall von 2 Cent auf 35 Cent. Ja, Goldaktien immer noch extrem unterbewertet, seit 1996 im Bärenmarkt sozusagen. Und man erwartet jetzt eben die Eruption, wie Sie im grünen Pfeil sehen, in den Mittelbereich. Also das ist das Verhältnis Goldaktien ins Anlageklasse und Gold. Auch das Verhältnis zwischen Junior- und Senior-Aktien ist extrem hoch. Und diese Lücke, dieses Gap kann sehr geschlossen werden, wie Sie im Jahr 2002 sehen. Also wie hätte man in den 70er Jahren richtig investiert? Man hätte eben jeweils $50 in verschiedene Goldaktien investieren müssen. Die ein oder andere wäre vielleicht um den Faktor 100 gestiegen und dann am Eruptionshoch sozusagen Wechsel und eigentlich in Standardaktien wie Berkshire Hathaway investieren. Und ich meine, das ist der Blick zurück, aber rückwirkend hätte man dann eben von 1976, 77 bis 1999 mittels Investment in Goldaktien und dann Wechsel Berkshire Hathaway $1 Million gehabt. Das könnte vielleicht ein Hinweis auch auf die Zukunft sein, wie man richtig investieren könnte. Ja, Agnes 2, Agnes 3, es nimmt mit den steigenden Goldaktien das Risiko zu. Die Minen können verstaatlicht werden, aber auch das eigene Risiko im Bankensystem wird größer. Kommen wir aus unseren digitalen Werten noch raus? Können wir die Gewinne noch realisieren, sprich in Gold und Silber wechseln?
Ja, also man muss im Grunde genommen die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Jetzt die Dynamik der Goldaktien nutzen, äh, profitieren und dann diese extremst unterbewerteten Assets dann kaufen. Das können Häuser, Aktien, whatever sein. Und wenn man das multipliziert, rein theoretisch jetzt, das ist damit gemeint, hier $200 investiert man für 25-fachen Goldaktien, eine Vervierfachung dann nochmal mit physischem Gold und Silber, weil die Maximalwerte bei $8.000 Kaufkraft liegen und $300 hatten die Experten berechnet und dann reinvestieren und wenn die Märkte sich erholen, mag es viele Standardaktien etc. geben, die das 50-fache steigen. Da würde man dann langfristig also eine Million Kaufkraft machen. Ja, 1000 Becker Report finden Sie unten im YouTube-Anhang. Weitere Informationen, wenn Sie sich dafür interessieren. Wir sortieren das Ganze in moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, errechnen den sogenannten Potentialfaktor, wenn möglich. Exit-Strategie ist auch mit bei. Ja, Einlage von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, sind auch sehr günstig. Eine Überweisung ohne Mindestinvestitionssumme. Schon ist das Geld im Zollfreiland in der Schweiz. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Nochmal sorry für die Nebengeräusche. Ich bin hier gerade im Zug, aber ich wollte einfach nochmal das Video hier lostreten. Also, ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal und würde Sie natürlich bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like zu geben, was dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.